Nun, es ist soweit nach kurzer Pause. Heute kommt der dritte Teil zur Multifunktionsweste Einsatz, aka Multifunktionsweste KSK. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode tauchen wir ein bisschen weiter in die Geschichte der Multifunktionsweste KSK Multifunktionsweste Einsatz ein und schauen mal, wo hier sich die Inspiration hergeholt wurde und wie ich mir erkläre, wie das Ganze dann zu diesem Set zusammengekommen ist. Wie ich bereits schon mal erwähnt habe, ergab sich durch den Einsatz in Afghanistan für das Kommando Spezialkräfte einen neuen Bedarf an passender Ausrüstung. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Einheiten aus verschiedenen Ländern kam man mit unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen und Systemen in Berührung. Weil die Firma Lindenhof Taktik in diesem Video noch eine Rolle spielen wird, beziehungsweise der Gründer der Firma, möchte ich einmal auf die Podcast-Episode The Story of Sepp auf dem Lindenhof Taktik-Kanal verweisen. Verlinkung haue ich oben mal rein, könnt ihr euch gerne mal angucken. Hier gibt der Gründer von Lindenhof Taktik auch genau das wieder, dass dort mit anderen Soldaten zusammen Connections geknüpft wurden, er gefragt hat, wo die Ausrüstung herkommt und dann auch gesagt wurde, dass Ausrüstung selbst genäht wurde, woraufhin er sich dann die Mühe gemacht hat und die ersten Ausrüstungsgegenstände für sich und sein Team zu schneidern. Aus diesen Einsätzen fließen dann die Erfahrungen mit in das neue Set ein und das kann man auch an so ein paar Punkten gegebenenfalls ganz gut nachvollziehen. Dann starten wir mit dem ersten Teilbereich und zwar den Zubehörtaschen. Im Video zur Weste bin ich ja die einzelnen Taschen durchgegangen, habe dazu auch schon erwähnt, wo so die Ursprünge liegen. Und zwar haben wir hier nochmal das System mit dem Klett und den Druckknöpfen, wo das Gegenstück sich dann an der Weste befindet. Genauso war es auch schon bei dem Westenvorgänger. Hier habe ich mal für euch eine der frühen Versionen aus den späten 90ern und hier sehen wir auch schon ganz schön die Klettfläche und die Druckknöpfe. Hier bei diesem Modell im Vergleich zur neueren Version ist natürlich der Klettbereich deutlich schmaler, dafür aber länger gehalten und beim neueren Modell eben für diese angepasst. Das heißt, die Taschen sind untereinander nicht wirklich kompatibel, es sei denn, man knüpft sie nur an einer Seite an. Das kommt aber auch immer darauf an, ob das jetzt von der Länge her passt. Wahrscheinlich auch nicht so optimal, ist jedenfalls nicht dafür gemacht. Hier als kleines Beispiel. Die Handgranatentasche. Auch hier hat sich dann was vom Design geändert. Bei der früheren Version, die ging halt nur auf diese Art und Weise oder eben so rum an der Weste zu tragen. Und wir haben Platz für 3 Handgranaten. Beim späteren Modell, dadurch, dass es halt quadratisch ist, können wir die Tasche ein bisschen mehr in mehr Optionen quasi anbringen. Aber wir haben halt nur noch 2 Handgranaten, die wir mitführen können. Das grundlegende System für Klett und dem Druckknopf ist schon deutlich älter, sieht man auch in den 80er Jahren etc. bei Polizeieinheiten, also Law Enforcement Bereich, gerade bei den Amerikanern, die SWAT-Einheiten, die da noch Primärwesten haben, wo diese Taschen so angebracht werden. Ein Klassiker, ein Beispiel, wo so Westen zu sehen sind, in dem alten Film Speed mit Keanu Reeves. Da sind diese Einsatzwesten noch stark vertreten und ich meine auch noch im deutlich späteren Film SWAT, wo ebenfalls noch diese SWAT-Westen, wie sie umgangssprachlich genannt wurden, getragen wurden. Also hier haben wir den Ursprung sehr weit zurück in den frühen Modularwesten und eben einfach auch im Vorgänger der Multifunktionsweste Einsatz, also der Multifunktionsweste KSK. Als nächstes gucken wir uns die Herkunft der Weste an. Was besonders auffällt, ist, dass die Grundweste im Aufbau sehr stark der Modelle der Firma Arktis ähnelt. Arktis hat zu der damaligen Zeit sämtliche verschiedene Versionen für sämtliche Bereiche in sämtlichen Tarnmustern hergestellt. Wir haben auch schon im Video über die Arktis Assault West einige Bilder vom KSK gesehen, wo
die Weste getragen wird. Und zwar habe ich hier einmal die Assault West von Arktis. Was markant ist auf jeden Fall, ist der Rückenbereich. Den werden wir uns gleich nochmal bei der Multifunktionsweste Einsatz angucken. Aber auch hier ist er relativ identisch. Wir haben ein paar Unterschiede beim vernähten Webbing, wo die Straps bei der Bundeswehrversion langlaufen. Auch sind bei der Bundeswehrversion die Straps natürlich breiter, weil das die BW-Materialien sind, die genutzt wurden, auch die Verschlüsse. Hier vorne sehen wir es auch noch mal ganz schön im Verstellbereich für den Oberkörper und auch wo bei der Bundeswehrversion die modularen Taschen angebracht werden können. Hier ist lediglich Klett, um das Ganze in der Größe weiter anzupassen. Ich weiß nicht, ob es von Arktis jemals Kletttaschen gab. Ist mir soweit nicht bekannt. Und ansonsten auch hier zwei Magazintaschen und die Mehrzwecktasche. Im Inneren haben wir auch wieder ein Holster. Der vordere Bereich ist noch ein bisschen unterschiedlich. Bei den späteren Arktis-Versionen, wie hier zu sehen, haben wir einen Plastikschnellverschluss und einen Reißverschluss. Früher war das auch nur mit dem Plastikschnellverschluss. Dann haben wir hier mal das Modell Multifunktionsweste Einsatz. Auch hier die zwei Magazintaschen, Mehrzwecktasche. Hier natürlich die Klettfläche für die modularen Taschen. Hier oben aber wieder relativ identisch. Wie schon gesagt, hier die Mitte haben wir nur die Möglichkeit, über die Plastikschnellverschlüsse zu schließen. Aber auch hier in dem Bereich im inneren Holster ist bei der Arktis-Version genauso. Und dann haben wir den Rückenbereich. Hier sehen wir das ganz gut. Die sind identisch mit dem System von Arktis. Und hier ist die Bundeswehr einen anderen Weg gegangen und hat die nochmal schräg über den Rücken laufen lassen für ein bisschen mehr Stabilität. Aber ich glaube, dass man die Grundweste zu dem Modell von Arktis ganz gut erkennen kann. Und wie gesagt, die Westen waren damals sehr beliebt. Aus diesem Sinne, wie gesagt, die Westen waren damals sehr beliebt. Und aus dem Grund kann ich mir vorstellen, dass dieses Modell in einer bisschen geupdateten bzw. angepassteren Form für die neue Weste ausgesucht wurde und sich daran orientiert wurde. Auf das MG-Seitenteil gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail ein, aber nice to know für euch. Es gab eine LMG-Version von Arktis und da ist der Aufbau auch wieder zu erkennen. Kann jetzt natürlich Zufall sein oder so gewollt. Das heißt, die eine Tasche für die gegurtete Munition und eine Mehrzwecktasche war bei Arktis ebenfalls damals so. Wie schon erwähnt, aufgrund seiner Erfahrungen mit internationalen Spezialkräften in Afghanistan schneiderte der Gründer von Lindner Hof Taktik damals Ausrüstung selber für sich und seine Kameraden. Wir haben im HQ von Lindner Hof Taktik ein Bild vom Gründer zu sehen, von Seppo. Und zwar trägt er auf diesem Bild das London Bridge Trading 1879 Alpha Chest Rig. Das ist damals viel von den Navy Seals getragen worden. Er trägt das auch noch in einem sehr seltenen Farbton für dieses Chest Rig, und zwar im amerikanischen Three Color Desert. Unter anderem eben bei den Navy Seals der Task Force K-Bar im Einsatz gewesen, sowie bei sehr vielen anderen Navy Seals. Und wie gesagt, dort sehen wir ihn schon. Im späteren Verlauf wird er sehr wahrscheinlich dann dieses Rig als Basis genommen haben für seine Custom Chest Rigs, die er dann eben hergestellt hat. Und da finden wir das Design auch wieder hier im Satz Multifunktionsweste Einsatz. Auf einem späteren Bild, was den Gründer von Lindner Hof zeigen soll, ist sehr wahrscheinlich das Ursprungsmodell zu sehen, welches quasi dann fast identisch hier im Satz der Multifunktionsweste Einsatz übernommen wurde. In einem Artikel über die Firma Lindner Hof aus der Strategie und Technik ist die alte Nähmaschine auch von Seppo zu sehen. Und auf dieser liegt noch ein Modell eines custom-mäßig genähten 1879, also seiner Version. Zum anderen gibt es ein Buch Eyes on Target von Christine Desiree Rudolph. Bilder, die Soldaten bei der Ausbildung zeigen, ist ein Buch über die Fernspäher. Ob es sich bei dem Soldaten um Fernspäher handelt oder auch um einen Angehörigen vom KSK ist nicht klar. Aber auch der trägt
eines dieser selbstgeschneiderten Chestricks, und das sind so die Quellen, die wir haben. Es gibt noch ein paar andere von diesen Chestricks, davon zeige ich euch gleich. Und die sind alle zum Teil ein bisschen unterschiedlich, was die Tragesysteme etc. angeht. Aber da gibt es ein paar Sammler in Deutschland, die solche Modelle besitzen. So, ich musste aufgrund von Platzmangel mal nach außen ausweichen. Und zwar haben wir hier das Modell LBT 1879 Alpha. Hier eine von den Custom-Made Chestricks, die der Gründer von Lindenhof Taktik für sein Team und sich etc. hergestellt hat. Und eben dann das Modell, welches es in den Satz Multifunktionsweste Einsatz geschafft hat. Wie gesagt, die Version, die der Gründer von Lindenhof selber getragen hat, die auf dem Bild zu sehen ist, was das Bild ist irgendwann mal in einem Forum aufgetaucht oder in verschiedenen, die ist ja noch mehr an diesem Aufbau orientiert. Hier oben haben wir eher diesen klassischen 1879 Alpha Aufbau mit den Magazintaschen und den Mehrzwecktaschen. Wir sehen hier schon von der Grundform mit dieser Wölbung, das haben alle ein bisschen mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Wie ich schon mal in dem Video über das 1879 Alpha erklärt habe, ist das eigentlich für die Auftriebshilfen, die hier noch mit eingesetzt werden können. Dann hängt der Arm hier runter und das ist halt wie ein bisschen bei einer Schwimmweste, dass der Körper da gut drin steckt. Hier das Öffnungssystem mit den 2 Verschlüssen ist bei allen identisch. Hier haben wir noch die ganz normalen Schultergurte, nicht in einem Haarstil wie bei diesem oder bei dem. Ansonsten die Magazintaschen, da können wir die Form auf jeden Fall schon erkennen. Pull-Tabs, also diese hier hat diese Version nicht, aber das 1879 Alpha hat es. Und wenn wir uns jetzt mal die Form der Magazintaschen so angucken, da ist doch auch schon ein gewisser Einfluss zu erkennen. Genau, wie gesagt, dieses Modell in Wüstentarn, Dreifarbwüstentarn, hat der Gründer von Lindenhof Taktik auf einem Foto an. Später sein Modell war nicht im, was er sich genäht hatte, war ja in Wüstentarn, nicht in dem Flecktarn. Dann gehe ich einmal schnell rüber. Und zwar haben wir hier eine Funkgerätetasche. Und auch hier können wir schon ein bisschen erkennen, dass die doch in die Richtung der Motorola-Tasche geht, die in dem Satz mit dabei ist, auf Klettbasis, die angeklettet werden kann. Hier an den Träger genäht und auch hier wie bei dem Chestrick mit dem Trageriemen. Auch hier wurde schon ein Trageriemen mit angenäht. Was wir noch erkennen können, sind die Handgranatentaschen an der Innenseite. Die finden wir dann auch hier wieder. Die hat das 1879 Alpha noch nicht. Und eben diese Taschen, die wir dann auf dem Foto wiedererkennen vom Rig, das der Lindenhof Taktik Gründer Seppo genutzt hat. Auch hier haben wir wieder die Netztasche. Hier ist leider der Reißverschluss defekt, auf der anderen Seite ist er noch vorhanden. Hier kein integriertes Holster oder so. Man sieht auch noch, dass es noch nicht so krass super gut verarbeitet wie natürlich dann die späteren Sachen von Lindenhof Taktik. Das sind ja so seine ersten Stücke, die er gemacht hat. Aber trotzdem sehr gut gemacht. Durchaus super Qualität, was auch die Nähte und so angeht. Das ist halt nicht so super sauber gearbeitet, aber natürlich für die damalige Zeit super gut. Genau, hier haben wir diese Grundformen erkannt. Dann im späteren ist hier natürlich noch der Rückenteil ein bisschen anders gemacht worden, aber auch hier wieder Netz und hier die Öffnung und hier halt dann 2 Schließen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Genau, und daher denke ich, dass das wahrscheinlich so der Weg sein könnte, wie es zu diesem Chestrick hier gekommen ist. Vom
1879 Alpha Chestrick von London Bridge Trading über die frühen Stücke, die Seppo Sixt selber genäht hat, bis hin zu dem, was dann irgendwann im Satz Multifunktionsweste Einsatz mit ausgegeben wurde. Ja, dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Fragen, Kommentare, Anmerkungen, wie auch immer, gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.